Moin zusammen, Estarius hier mit einem neuen Video, wie man Save Games in den Shrouded mit Steam Cloud an überträgt, in einer besseren Version und kürzer. Ich habe mich mal geguckt und irgendwie habe ich das ziemlich kompliziert damals gemacht, deswegen wollte ich euch die andere Methode mal vorstellen. Und dann fangen wir gleich damit an, dass wir erstmal unseren Steam-Ordner suchen. Also wenn ihr im Steam-Ordner seid, wo eure Spiele hinterlegt sind und also ihre Spieledaten und sowas, müsst ihr mal gucken, wo der hinterlegt ist halt. Bei mir ist der, ich habe den separat abgespeichert. Da findet ihr einen Ordner, der heißt User Data. Da müsst ihr rein, eure Kennung und dann müsst ihr einen Shrouded suchen. Das ist diese Nummer hier. Ich blende es euch auch daneben ein. Da geht ihr rein und da habt ihr einen Remote-Ordner. Dieser Remote-Ordner ist quasi der Ordner, der zur Steam Cloud gehört. Also alles, was dort drin abgespeichert wird, wird dann halt nach dem Beenden vom Spiel halt in die Steam Cloud hochgeladen. Erstmal soweit wichtig. Und ihr habt hier ganz viele tolle Buchstaben- und Zahlenkombis. Das sind eure 10 Welten, die ihr theoretisch zur Verfügung habt, wenn ihr sie alle genutzt habt. Ich blende euch mal jetzt hier die 10 Slots ein, wie die heißen. Ist aber an sich jetzt gar nicht so relevant. Denn wir hüpfen erstmal in den Shrouded rein dafür. Dann gehen wir hier auf unsere Welten. Dann haben wir hier, ich habe mal diese Testwelt erstellt. Die könnt ihr auch umbenennen. Keine Ahnung. Testwelt 2 zum Beispiel. Da geht ihr mal kurz rein. Wenn ihr eine ganz frische Welt nehmt, ganz wichtig, stellt einen Altar hin, damit die Welt mit Altar abgespeichert wird, weil sonst gibt es irgendwie ein bisschen Probleme beim Überschreiben. Wie ihr seht, ist hier nicht viel los. Die Map ist leer. Ich habe hier nichts gemacht. Nur diesen einen Altar hingestellt. Das reicht auch schon. Dann gehen wir wieder ins Haupt... Na, eigentlich macht Spiel einfach zu. Reicht schon. Wichtig, jetzt lädt Steam das alles in die Cloud hoch, eure Spielstände. Das muss komplett abgeschlossen sein, dass hier Cloud-Status aktuell steht. Ganz wichtig. Da geht ihr in den Remote-Ordner von eben. Da könnt ihr mal hier Änderungsdatum sortieren. Und da seht ihr, dass hier diese Dateien zuletzt geändert wurden. Das sind dort, wo wir gerade in die Welt gehüpft sind. Ihr habt ja immer für eine Welt quasi einmal die Kennzeichnung hier, eine Info-Index, die normale Weltdatei und eine Indexdatei von dieser Weltdatei. Ihr braucht diese Weltdatei. Das ist auch die größte von den 4 Dateien, die zu jedem Slot gehören. Die kopiert ihr einmal. Dann gehen wir hier mal in den Ordner, den ich vorbereitet habe. Ne, da haben wir hier schon mal, das ist Istaria. Nicht wundern, das könnte der gleiche Name sein. Ich habe das jetzt ein paar Mal überspeichert, um das zu testen vorher. Am besten, die machen wir mal hier weg. Dann legt ihr erstmal die Datei ab, die ihr gerade rausgezogen habt, also euer zu überspeichernder Spielstand. Da nehmt ihr den Namen, den kopiert ihr. Dann geht ihr zu der Save-File, die ihr gerne in diesen Slot reinziehen wollt. Überschreibt den Namen mit der anderen. Die kopiert ihr wieder. Geht zurück zum Remote-Ordner und fügt die hier ein. Und überspeichert das halt, also hier ersetzen. Dann könnt ihr Enshroud wieder starten. Das Gute bei der Methode ist, da die Infodatei nicht mit kopiert wird, bleibt der Weltenname zur vorigen gleich, er wird nicht überschrieben, was doch das mit dem Zurechtfinden wesentlich einfacher macht. So, dann gehen wir hier mal, da haben wir hier unsere Testwelt 2. Wie ihr seht, ist hier noch immer Flammstufe 1 und das Datum, wann wir es gespielt haben, gerade eben. Nicht irritieren lassen, das ist richtig so. Da könnt ihr mal auf Spielen gehen. Das lädt jetzt ein bisschen, weil die Map so groß ist. Also an sich ist das echt easy, das geht auch richtig schnell. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer so kompliziert gemacht habe. Aber naja, wenn man es nicht besser weiß. Joa. Und eine Ewigkeit später.
sind wir in Istaria. Wie ihr seht, alles da, alle viel zu vielen Altäre und all der ganze Kram. Das Einzige, was sein kann, dass ihr nicht wundern, wenn ihr draufklickt, dann kommen auch die Sachen wieder. Ich glaube, die waren... Naja. Also an sich ist alles da. Dann könnt ihr wieder ins Hauptmenü mal kurz gehen. Und da seht ihr auch, dass jetzt die Flammstufe aktualisiert wurde. Wichtig ist, dass die Infodatei wurde ja nicht kopiert. Das heißt, ihr müsst hier bei den Einstellungen eure Einstellungen wieder rein haben tun, die ihr wollt. Weil das ist alles, was in der Infodatei gespeichert wird, wie der Name auch. Da müssen wir mal selbst gucken einfach. Also das wird dann nicht von meinem Spielstand übernommen zum Beispiel oder von irgendjemand anderem. Ja, das war's eigentlich. Dann, wenn ihr Spiel zumacht, dann wird das alles hochgeladen und dann ist das auch alles safe. Ich hoffe, das hat euch geholfen und es ist besser als das letzte Video dazu. Und ja, falls Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.